und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und du bist auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ich freue mich, dass du dir mit mir zusammen die beiden Bilderchen von Oralor anschauen möchtest. Dienstags kommt immer ein Video zum Diamond Painting und samstags immer ein Video zu meinen Häkelsachen. Ja, und dann in der Woche, je nachdem, wie es ist, kommt dann mal ein Video oder auch nicht. Ja, ich hatte dir zwei gleiche Bilderchen hier von Oralor vorgestellt und einmal rund, einmal eckig, und die zwei sind jetzt fertig. Das hier sind die runden Steinchen, also es ist von allen noch genug da, auch von den AB-Steinchen, vom Hintergrund und von allen den Umrandungen. Die Steinchenqualität war gut. Bei den Runden sind es, glaube ich will jetzt nichts Falsches sagen. Das sieht aber aus wie Harzsteinchen, also ich sehe da jetzt keine Anzeichen für Acryl. Auf jeden Fall, sie waren sehr gut. Die Steinchen haben sich super schön legen lassen, in rund wie in eckig. Auf den Tütchen steht einmal die laufende Nummer und die DMC-Nummer sowie die Grammzahl, wie viel enthalten ist. Ja, ich habe aus den Tütchen hier gepaintet, weil ich dachte, bei 10 Farben oder 11 dachte ich, ist das machbar. Genau. Ja, das sind einmal die von den eckigen Kit, vom runden Kit, Entschuldigung. Jetzt habe ich gerade geguckt. Nee. Und hier sind die Steinchen von dem eckigen. Bei dem eckigen, da habe ich ein paar aussortiert, so 2, 3 Stück, nicht schlimm. Ja, bei rund gar nicht. Ja, und auch hier bei dem eckigen war von jeder Farbe wirklich genug dabei. Das ist die 8, die war 2 Beutelchen. Also auch hier die Qualität der Steinchen, alles in Ordnung. Ja. Bei dem eckigen waren 2 AB-Farben. Da ist einmal das Gelb und einmal der weiße AB. AB ist ein Aurora Borealis Steinchen und bei dem runden Kit war es nur der weiße AB. Also da war schon mal ein Unterschied zwischen den beiden Kits. Ja, tun wir mal beiseite und dann zeige ich dir zuerst das Runde. Also es kommt super schön raus, ist ja auch nur ein kleines Bildchen gewesen, 21 x 31 cm. Just a Smile heißt das kleine Bildchen und die Steinchen liegen wirklich gut. Ja, es ist soweit alles abgedeckt. Es hat sich super schön painten lassen. Ich muss mal gerade gucken, denn mit dem Runden war ich definitiv schneller wie mit dem Eckigen. Für das Runde habe ich gebraucht, muss ich schauen, ja, ein bisschen mehr wie 5 Stunden. Und das waren 7812 Steinchen. Also, ja, schon nicht schlecht, finde ich. Also, gut. Genau. So, was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Ach so, es sind 10 Farben gewesen. Eine AB-Farbe hier bei dem.
der weiße AB. Ich finde aber auch dadurch, dass es runde Steinchen sind, trotzdem glänzt das Bild sehr schön. Es hat sich, wie gesagt, super legen lassen. Ja, gibt eigentlich hier so dann nichts Negatives zu berichten. Man hatte hier die Legende und rechts die Legende, Vorschaubild und Bildname von Oralor. Also wirklich schön. Wie gesagt, Steinchen haben auch gereicht. Die eine AB-Farbe. Und dann kommen wir zu dem eckigen Kit. Das waren auch 10 Farben, dieselbe Größe und dasselbe Motiv. Auch hier sind die Steinchen wirklich schön. Sie glänzen mega, finde ich. Also sie liegen gut. Hat ein schönes Legebild ergeben, finde ich. Hier hatten wir ja den weißen AB und den gelben AB. Diese beiden. Ja. Und für das Bild habe ich ein bisschen mehr wie 7 Stunden gebraucht. Und das sind 10.416 Steinchen. Genau. Ja. So, und wenn man die beiden Bilderchen jetzt so nebeneinander sieht, weiß ich jetzt nicht, ob dir das so ins Auge springt, aber es ist so, dass die beiden Hintergrundfarben zum Beispiel unterschiedlich sind. Also, aber das kommt wahrscheinlich dann auf die Charge drauf an. Ich glaube, das war die 8. Und beim Runden war das die Nummer 6. Ja. Also hier siehst du schon einen Unterschied. Es sind beides dieselben DMC-Nummern, also die 948, aber trotzdem hat man hier zudem einen Unterschied. Ich finde, der ist so ein bisschen mehr gräulich, ein Ticken nicht viel, und der ist ein Ticken mehr ins Beige oder Gelbliche, sowas. Ja, und das sieht man auch auf den Bildern. Ich dachte ja eigentlich, DMC ist dann gleich, aber nein, ist es nicht. Was auch ist, zum Beispiel hier bei der Blume. Also du siehst hier die Blume, die hat zum Beispiel hier, na, die geht hier viel weiter rein sozusagen. Ja. Und das ist hier definitiv kürzer. Ja. Also das ist nicht schlecht, aber man hat wirklich Unterschiede. Hier hat man ja auch mehr Steinchen gelegt wie hier. Ja, was ja nicht schlimm ist, aber wie gesagt, man hat leichte Unterschiede. Ich finde jetzt vom Bild her so, wenn ich das sehe, eigentlich ist das in Ordnung. Es kommen beide Bilder wirklich schön raus, aber ein bisschen feiner in Anführungsstrichen sieht das Bildchen mit den eckigen Steinen aus. Wenn man die so im Vergleich sieht. Aber trotzdem zwei sehr schöne Ergebnisse im Vergleich eckig zu rund. Ja, auch hier bei der Blüte sind Unterschiede. Hier siehst du, der Blütenstempel ist ein wenig kleiner als hier der Blütenstempel. Hier sind ein paar mehr AB-Steinchen eingesetzt. Das sind dann hier zum Beispiel nur einer, hier sind es dann 2. Aber das ist ja so im Vergleich zu sehen. Ja. Na?
spiegelt das so. Sind es trotzdem zwei sehr schöne Bilder. Ja. Ja, und wie gesagt, sie glänzen beide wirklich ganz toll. Es ist ein wenig Unterschied sozusagen in dem Rendering, weil ja der eckige Stein ein bisschen kleiner und schmaler ist als der runde Stein. Und deswegen kommen da auch so ganz, ganz feine Unterschiede zustande. So könnte ich mir das erklären. Ansonsten sehen sich die Bilder ja doch dicke ähnlich. Ja, wie gesagt, nur das mit der DMC, das hat mich halt ein bisschen irritiert. Und ich dachte eigentlich, wenn man bei den eckigen Steinen 2 AB-Farben hat, hätte man die vielleicht auch bei den runden Steinen. Aber wie gesagt, da ist nur eine dabei. Und bei den eckigen sind 2 DMC-Farben dabei. Ja, du kannst ja mal selbst entscheiden, welches Bild dir besser gefällt, ob eckig oder rund. Ich painte beides gerne. Wo ich jetzt eigentlich gestehen muss, ich bin ein bisschen mehr hier bei eckig. Ich habe runde Bilder gepaintet. Ich painte die, wie gesagt, auch immer noch gerne. Aber wenn es um Details geht, um so einen ganz, ganz, ganz kleinen Feinschliff geht, finde ich die eckigen einen Ticken besser. Genau. No. Man sieht auch hier zum Beispiel, hier sind 1, 2, 3, 4, 5 Steinchen und das sind hier nur 1, 2, 3, 4 Steinchen. Ja, hier oben an dem Blatt fehlt zum Beispiel komplett dieser AB-Stein. Ich zeige es dir noch mal gerade. Also hier ist ja ein AB-Stein noch eingesetzt und der ist hier bei dem Bild zum Beispiel nicht eingesetzt. Dort. Ja. Aber wie gesagt, das tut dem Bild keinen Abbruch. Ich finde sie trotzdem süß. Ja, und es ist ein schöner Vergleich von rund zu eckig. Ich finde es gerade praktisch, weil das dasselbe Motiv ist und man da einen direkten Vergleich hat. Ja, wie gesagt, wo ich nur wirklich gedacht hätte, ist es, wie gesagt, mit den DMC-Nummern, dass die eigentlich von der Farbgebung her gleich wären. Aber wie gesagt, das ist halt nicht der Fall. Ich glaube, man könnte ja mal kurz gucken. Das ist bei rund. Und das hier sind die eckigen. Also, das ist ja wie gesagt die Hintergrundfarbe, die habe ich dir ja schon gezeigt. Die hat einen Unterschied drin. Die beiden sind auch unterschiedlich. Die 352, da geht es mehr ins Rote, da mehr ein bisschen ins Rosane. Die zwei sind auch ein bisschen unterschiedlich. Ne, die sind nicht dieselben. Doch, sind dieselben. Die 967. Da mehr rosa, da ein bisschen mehr gelblich-beige. Bei den beiden auch. Die beiden auch, die 3855. Mehr Gelb, mehr Orange, so ein bisschen. Ich finde, der Grünton, der passt einigermaßen, wobei ich finde, dass das hier ein bisschen mehr in die Moosrichtung geht und das da mehr so in so ein kleines Ticken pastellisch. Aber wie gesagt, das ist nicht schlimm, aber ich dachte schon, dass das bei den
Kits sozusagen gleich ist. Das sind die Hintergrundfarben, die Umrandungen, die 300. Das ist mehr so ein Rotbraun und das ist mehr braun. Also das war hier diese Umrandung von den Sachen von der Blüte. Und das hier ist das Helle aus den Blättern hier unten. Die 928. So, ich meine, das hier ist ja, der eine ist AB, der andere nicht. Also da konnte ich mir schon vorstellen, dass da ein Unterschied ist. Aber wie gesagt, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da jede Farbe unterschiedlich ist. Aber gut, das kommt auch dann auf den Hersteller drauf an. Was will man machen? Aber dadurch finde ich auch, wirken Bilder anders. Ne? Dadurch kommen die ein bisschen anders zur Geltung. Aber wie gesagt, es hat Spaß gemacht, die beiden Bilder sehen süß aus. Und man hat mal einen wirklich direkten Vergleich. Es sind nur minimale Unterschiede von rund zu eckig beim Rendering sozusagen. Ja, und wie gesagt, in der Legegeschwindigkeit war ich definitiv hier schneller wie hier. Aber das hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde, beide Bilder sehen super süß aus. Ja, wenn dir noch was auffällt, einfällt, du noch irgendwas wissen möchtest, irgendwas genauer sehen möchtest, schreib mir das gerne in die Kommentare. Dann weiß ich darüber Bescheid und versuche auch zu antworten. Ja, ich hoffe, dieser kleine Vergleich rund zu eckig hat dir gefallen. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir ein Däumchen nach oben da lässt. Und wir uns im nächsten Video wiedersehen oder auch wieder hören. In diesem Sinne, bleib gesund, mach's gut. Tschüss!